So this time I was told to speak on anything I want to speak on. Diesmal bin ich da gebeten worden, darüber zu sprechen, worüber ich Lust habe. And there's a lot of things that can be spoken on because the Dharma is very big. Und es gibt auch ziemlich viel, über das man sprechen kann. Das Dharma ist sehr groß. It covers many, many areas because it's truth, it's the nature of reality. Und ein sehr weites Feld abgedeckt, denn es ist die Natur der Wirklichkeit. And reality is all around us all the time. Und die Wirklichkeit ist uns die ganze Zeit über. Arising in many different forms. Entstehend in vielen verschiedenen Formen. So, I'm waiting for this. It always takes a long time. Es braucht immer ein bisschen eine Vorbereitung. Did you time it last time? So I'm going to talk very briefly. I've never spoken on this subject so briefly, so quickly, on integral worldview. Ich werde diesmal, und ich werde es kurz machen, und so kurz habe ich noch nie darüber gesprochen, über die integrale Weltsicht sprechen. Once that light comes on, you have to give it time. It has to warm up. Yeah, they take a minute to come on. But now the light's off. It's not on. Now the light's on. So it takes a minute to come on, I think. Jetzt ist es Licht an, jetzt müsste es hoffentlich gleich losgehen. Because I do need the slides to talk about this. Ich brauche die Dias, um darüber zu sprechen. Otherwise I can hold the laptop up. Sonst muss ich den Laptop hochhalten. So the integral worldview, or integral approach, integral philosophy, they're all different names for the same thing pretty much. Es gibt da verschiedene Begriffe dafür, integrale Weltsicht, integrale Philosophie, integrale Herangehensweise. Builds on the whole idea of worldviews. Das gründet sich auf die gesamte Idee der Weltsichten. And throughout all of history, at whatever level of development we've been at different times, we've all had worldviews. Und die gesamte Geschichte über, ganz egal an welchem Punkt die Menschheit stand, gab es verschiedene Weltsichten. Because once we came out of the Neolithic period, even into tribal culture, we needed to make meaning and find our place in relation to the cosmos. Und schon beim Wechsel von der Steinzeit zur Stammesgesellschaft gab es da bedeutende Veränderungen. So these worldviews change according to different times, different places, different circumstances, different world conditions. Und entsprechend haben sich die Weltsichten auch immer entsprechend geändert nach den Umständen. And different levels of consciousness. Und verschiedenen. You think it's coming on? Wait, now it's coming on. Now it's got a green light. Went from yellow to green. I know, we're back to yellow. I don't know what to do, you guys. I have my own beamer, it works great. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe meinen eigenen Beamer und das funktioniert großartig. So I'm showing you some pictures here that represent different worldviews. So, ich werde euch ein paar Bilder von den verschiedenen Weltsichten hoffentlich zeigen. And different worldviews, here I'm showing you different worldviews according to perceptions of time. Und es geht auch um die verschiedenen Weltsichten entsprechend dem Blick auf Zeit. That's green. Don't touch it. Time can be linear, time can be circular. Die Zeit kann entweder als linear oder als kreisförmig wahrgenommen werden. Now we got it.
Jetzt haben wir es. All right, can you turn these, is it possible to lower these lights? Bitte diese Lichter vorne ausmachen oder runterdimmen. So you can see here, this is an image of reincarnation, the cycle of samsaric existence. Wie ihr seht, hier sind ja das Rad des Samsara, der kreisförmigen Zyklus der And this Existenz. is a worldview held within the Eastern traditions of Hinduism, Buddhism, the traditions coming out of India. Und das Weltsichten findet man besonders in östlichen Vorstellungen, Hinduismus, Buddhismus, alles das, was aus Indien kommt. Also in Tibetan Buddhism with the Lord of Death, Yamaraj, holding the wheel of time. Hier finden wir das im tibetischen Buddhismus, Yamaraj, der das Rad der Zeit hält. Now, especially in Buddhism, but also in India, this generates an idea that the cycles of time go on indefinitely, and the approach, the way to get out of it or get off of the wheel of suffering is to go beyond that wheel of time. Also diese Idee existiert besonders im Buddhismus, aber auch in Indien, dass man diesem Kreislauf der Wiedergeburt, diesem Kreislauf der Existenz endgültig entkommen sollte. So that's why you see. Go ahead. Ja, okay. That's why you see Buddha here pointing to the wheel of Dharma. It's outside of the wheel of time. Deswegen findet man hier auch Buddha, der aufs Rad des Dharma, das Rad der Lehre deutet. We have the same idea in the yugas or cycles of cosmic time within, coming from the Srimad Bhagavatam and Manu. Diese zyklische Weltsicht finden wir auch in den Yugas, in den Schriften. And this is based on the cycles in the universe and the cycles of the seasons and the cycles within our galaxy. Das basiert sich auf den Jahreszeiten, den Zyklen, den kosmischen Zyklen. And it corresponds the same as the Greek great year. Und das korreliert auch mit den Ideen der Griechen, mit dem großen Jahr, wie es dort genannt wird. So, circular time is one perception of time. If you see that this is a never-ending cycle of time, that the only way out is to get out of it, to get out of samsaric existence. Zyklische Zeit bedeutet also, dass man, wenn man diesem Kreislauf entkommen möchte, man völlig aus diesem Rad aussteigen muss. That on a subconscious level, it's very difficult to completely be within here and now and find spiritual life within all of this. Auf unbewusster Ebene heißt es aber wiederum, dass es sehr schwer fällt, ganz hier und jetzt zu sein und ganz sich jetzt hier und jetzt der spirituellen Praxis zu widmen. That's one reason why some periods of Indian culture became very nihilistic. Das ist auch der Grund, warum einige Perioden indischer Zeit sehr nihilistisch sich entwickelt haben. Another kind of perception of time is linear time from the Judeo-Christian tradition. Eine andere Art der Wahrnehmung ist die lineare Zeit, die jüdisch-christliche Vorstellung. When God created all the heavens and the earth. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. And in about 500 AD, they counted back all of the generations to Adam and their ages and realized that everything was created on October 29, 4004 BC. Also bestimmte Christen haben da zurückgerechnet und sich ausgerechnet, also die Bibel zurückgerechnet haben, dass die Erde am 29. Oktober des Jahres 5.500 vor Christus geschaffen wurde. And then in the future, we're looking for redemption because we fell from the Garden of Eden. We had the great fall. So we're looking for redemption in the day of judgment when Jesus will come and raise the dead. Und wir haben den Sündenfall, wir schauen dem jüngsten Tag entgegen, wenn Christus die Gerechten von den Ungerechten scheiden wird. So this is a linear form of time which has actually a beginning point, October 29, 4004 BC, and an end point, the day of judgment. Also es ist eben eine lineare Vorstellung vom Jahr 4000 vor Christus bis zum jüngsten Tag. So this makes it so on an unconscious level, you're not completely here now also because there's hope for the future, that everything will be redeemed when Jesus comes and raises you from the dead. Das führt aber ebenso dazu, dass wir nicht ganz hier und jetzt an dem Ort sind, wo wir sind,
weil wir dem jüngsten Tag entgegenblicken, wenn Christus kommen wird und die Gerechten von den Ungerechten scheiden wird. So I'm going to just talk first about a little bit of the scientific things that started bringing the integral worldview. Zuerst möchte ich ein wenig über die wissenschaftlichen Dinge sprechen, die diese integrale Weltsicht hervorgebracht haben. One of them happened with Galileo Einer derjenigen war Galileo and Copernicus. und Kopernikus. When Galileo was able to stop, you know, in the beginning the telescope was not made for looking into the heavens, they used it for looking at other people in their houses. Wie ihr vielleicht wisst, wurde das Teleskop anfangs nicht genutzt, um damit nach den Sternen zu schauen, sondern man hat in die Häuser anderer Leute reingeschaut. Sorry. Galileo was the first one to direct it to the heavens, and that's when he was able to prove Copernicus' theory that the universe was not centered around the earth, but at least what they knew of the universe was centered around the sun. Galileo war der Erste gewesen, der das Fernrohr Richtung Himmel gerichtet hat und damit Kopernikus' Theorie beweisen konnte, dass nicht die Erde das Zentrum des damals bekannten Kosmos war. So this was one of the first things to start proving that some of the worldviews of religion were not correct. Das zeigte erstmalig, dass einige der damals vorherrschenden Weltsichten der Religion nicht korrekt waren. Of course, Galileo was threatened with execution by the Catholic Church, and they finally apologized to him about 15 years ago. Also Galileo wurde von der Kirche mit dem Tod bedroht und vor etwa 15 Jahren hat sich die Kirche auch dafür entschuldigt. Also, until 1923, we thought our galaxy was the whole universe. Edwin Hubble was the first one to see other galaxies outside our universe, outside our galaxy. Bis zum Jahr 1923 dachte man auch, dass unsere Galaxie die einzige ist, die überhaupt existiert. Erst Hubble konnte dann zeigen, dass es Galaxiensysteme jenseits unseres eigenen Galaxies gibt. And of course, he saw that the universe was expanding, which supported the idea of the Big Bang. Und er hat auch gesehen, dass das Universum sich ausdehnt, was eben die Theorie des Urknalls unterstützt. And now scientists they know everything back until a fraction of a second after the Big Bang what had happened. It's actually proven. Wissenschaftler wissen jetzt sehr genau und es ist bewiesen, was bis in den ersten Bruchteilen der Sekunde nach dem Urknall geschehen ist. So this is one aspect of an integral worldview is big time, deep time, or big history. So ein Teil der integralen Weltsicht ist eine große Zeit, eine weite Geschichte. It's the first time in our history that we've ever actually known deep history and our own history. Und das ist wirklich das erste Mal in der Geschichte, dass wir wirklich wissen, dass wir diese großen Zeiten überblicken können. If a person was to lose his memory from an accident, it's a completely disorienting thing. For us as a species to not know, to have forgotten our history, makes it so that our ability to create a proper worldview is very handicapped in a sense. So wie eine Person ein schwerwiegendes Problem hat, wenn sie ihr Gedächtnis zum Beispiel durch einen Unfall verliert, genauso ist es für uns als Rasse, als Spezies ein schwerwiegendes Problem, wenn wir unsere kosmische Entwicklung nicht kennen. Of course, a proper worldview depends both on the subjective, the deep spiritual practice, but also the objective, the scientific knowledge. Und eine rechte Weltsicht basiert zum einen natürlich auf der individuellen Innenschau als auch der wissenschaftlichen Welt. So evolution has really changed a lot, especially in the last 20 to 30 years. A lot of, like my generation, when we went to school, evolution was not so well proven. And they talk about the missing link, but there is no missing link anymore. DNA has proven, shows all the missing links. You can find everything from DNA. Also Evolution ist jetzt ziemlich gut bewiesen. Das war zu meiner Zeit, als ich zur Schule ging, noch anders. Man sprach da über das Missing Link, das fehlende Bindeglied. Es gibt kein fehlendes Bindeglied. Und das ist der Fakt, Evolution gibt, ist ein Fakt. So the integral worldview does accept science as it seeks evidence to support certain worldviews.
Und die integrale Weltsicht wird auch von den Wissenschaften unterstützt und sucht auch die Unterstützung der Wissenschaft. And when we talk about evolution, we're primarily talking about the unfolding of consciousness in the universe through the evolution of form. Und wenn wir über Evolution sprechen, dann sprechen wir aber hauptsächlich über die Entwicklung von Bewusstsein in den verschiedenen Formen. But these evolving forms, we have the subjective and the objective, and both are evolving together. Wir haben sowohl das Subjektive als auch das Objektive, beides entwickelt sich zugleich. And man was the first one that could evolve his consciousness beyond the evolution of his form. Und der Mensch war der Erste, der die Evolution jenseits der Grenzen seiner Form entwickeln konnte. We came out of Africa. The first wave came out around 150,000 years ago and became Neanderthal in Europe. Wir kamen etwa 150.000 Jahre aus Afrika, sind dann die ersten Formen nach Europa ausgewandert, sind die Neandertaler geworden. And then we as Homo sapiens came out around 50,000 years ago. In der zweiten Welle kam der Homo sapiens vor etwa 50.000 Jahren. And we can map the entire route through DNA. Also wir können durch DNA-Analysen die gesamte Route herausfinden. And we, until last year, we thought that we did not interbreed with Neanderthal, but now we know that through testing the DNA of Neanderthal that we interbred with Neanderthal, and we're about 4% Neanderthal. Und bis zum letzten Jahr dachten wir, dass es da keine Mischung zwischen Neandertalern und Homo sapiens gab, aber seit letztem Jahr wissen wir, dass wir zu etwa 4% aus Neandertaler-Genen bestehen. Except for those who did not leave Africa 50,000 years ago, the black Africans are the only pure race of Homo sapiens, the only pure species of Homo sapiens. Außer diejenigen, die nicht dann nach Europa gezogen sind. Die Schwarzafrikaner sind die einzigen wirklichen Homo sapiens. And the brain evolved in a similar way. It built upon the reptilian brain, so you can see the whole evolution of the brain through the different species. Das Gehirn hat sich genauso entwickelt, hat sich auch entsprechend entwickelt aus dem Reptilienhirn heraus. Another aspect of the integral approach is that all the world spiritual traditions are coming together now. Ein anderer Aspekt der integralen Weltsicht ist, dass die Weltreligionen jetzt alle zusammenkommen. This is the first time this has ever happened, so now we can start to look at all the different traditions and compare them and start to see which are the universal and eternal aspects and which may be the cultural aspects. Und wir sehen jetzt, das ist das erste Mal, dass das geschieht. Wir wissen jetzt auch, was die ewigen und unwandelbaren Aspekte dessen sind und wir sehen auch das, was einfach nur kulturelle Wandelbarkeiten sind. So because of that, we can start to build a platform, a universal platform of spirituality. Not as a new religion, because the traditions are very good, but as a reference point. So, wir können jetzt so eine Art neue integrale Spiritualität aufbauen, nicht um die Religionen, die Traditionen wegzuwerfen, die sind sehr, sehr gut, sondern als Ausgangspunkt. Just an idea. Das ist nur eine Idee. One of the founders of integral philosophy, now we're looking at the philosophical side of the integral worldview because it's got philosophy, it's got spirituality, it's got government, politics, it's got medicine, it's got every aspect of human knowledge comes within the range of the integral worldview. Wenn wir uns die integrale Weltsicht ansehen, da finden wir ziemlich viel. Wir werden uns jetzt mal der Philosophie näher widmen, aber es gibt auch Politik, es gibt Spiritualität. So the German idealist philosopher Hegel can be considered the founder of integral philosophy. Man könnte sagen, dass Hegel, der idealistische Philosoph Hegel, der Gründer der integralen Philosophie war. I'm out of time. Mir Can wird I Zeit go a little geben. bit more or no? A few more minutes or no? Or stop? They save you. All right, so Hegel was the first one to start saying that culture evolves through certain definite stages. Und Hegel war auch der Erste, der gesagt hat, festgestellt hat, dass Kultur sich in bestimmten Schritten entwickelt. Before Darwin came along. Und das war bevor Darwin kam. And he says that all of evolution happens through what we call a dialectical, this is the motor of thesis, antithesis, and synthesis.
Und der Motor, die Maschine dahinter, ist das, was er These, Antithese und Synthese nennt. So whether it's on the level of a species evolving, or culture evolving, or an individual who's growing from an infancy to adulthood, or even beyond into a spiritual realm, all of those use this motor as the mechanism for going from one stage to the next. Also dieser Mechanismus besteht immer, egal ob es sich jetzt um die Entwicklung eines Individuums oder die Entwicklung einer Art handelt. At each stage, certain problems, certain challenges arise that you solved, and that's how you integrate into that level. Und auf jeder Ebene entwickeln sich bestimmte Probleme, die dann überwunden werden müssen. And then, after you've solved those problems, certain pathologies automatically start to arise. Und man nennt es bestimmte Pathologien, die auf jeder Entwicklungsebene sich entwickeln. And then you push off of the pathologies to go to the next stage. So dann man überwindet, die Pathologien werden dann überwunden und dadurch erreicht man die nächste höhere Ebene. Teilhard de Chardin was also one of the founders. He was a French Jesuit priest, philosopher, and scientist. Teilhard de Chardin war auch so einer, der war ein französischer Jesuitenpater, Philosoph, Wissenschaftler und Künstler. And he said that the universe has evolved through certain definite stages called the geosphere, the biosphere, and the noosphere. Er sagt auch, dass der Kosmos sich auf in bestimmten Schritten entwickelt hat, die Geosphäre, die Biosphäre und die Noosphäre. Or the physical universe, the level of life, and then the level of the mind. These are very definite stages that have their own characteristics. Also zuerst das physische Universum, das biologische Universum und das bewusste Universum. Claire Graves was a professor of psychology, and after he would teach all the different approaches to psychology, his students would ask him which one is right. So Claire Graves war ein Professor für Psychologie und nachdem er recht verschiedene psychologische Methoden und Techniken gelehrt hat, haben ihn seine Studenten gefragt, welches denn die rechte wäre. So he investigated it very carefully and realized that each was different stages, so he came up with what's called spiral dynamics to show the different stages of development. Er hat darüber nachgedacht und kam dann mit so etwas, hat dann etwas herausgebracht, was man Spiral Dynamics nennt. This works both on an individual level as well as a cultural level. Das kann man sowohl auf individueller als auch auf kultureller Ebene anwenden. I'm just giving you a taste of this. Remember, you can take the retreat in 2 weeks, doing an integral spiritual work seminar for 5 days. Also ich kann euch da jetzt nur einen kleinen mal schnuppern lassen. Wir werden aber das noch im Retreat da machen, übernächste Woche 5 Tage. So each of these are different levels we go through that are definite stages and with their own world. Within culture, it has its own worldview, it has its own religion, it has its own government, it has its own technology. Wir gehen durch diese verschiedenen Ebenen durch und jede dieser verschiedenen Ebenen hat eine andere Art von Denken, hat eine andere Art von Regierungsform, von Religion und so weiter. And it corresponds to the chakras as well, because evolution is embedded within our chakras. Und das korrespondiert auch mit den Chakren, wo ja die Evolution zu finden ist. In our modern times, one of the great founders also of integral approach is Ken Wilber. In unserer modernen Zeit ist einer der Väter der integralen Bewegung Ken Wilber. So Ken Wilber started seeing that all these different areas of knowledge were coming together to form this worldview, and he started bringing system science in, developmental psychology, archaeology, all of these different fields he started bringing together to make a map of this. Ken Wilber hat die Entwicklung in verschiedenen Wissenschaften beobachtet, hat vieles zusammengebracht, zum Beispiel die systemischen Wissenschaften, die Archäologie und anderes. Another one that's my favorite is Steve McIntosh. He's a Christian. Ken Wilber is a Tibetan Buddhist. Also ein anderer, den ich sehr mag, ist Steve McIntosh, ein Christ, während Ken Wilber einen tibetisch-buddhistischen Lehrer hat. The spiral works through the digestion of values, beauty, truth, and goodness, according to Plato. Die Spirale, könnte man sagen, findet Anwendung entsprechend Plato, das Gute, das Wahre und das Schöne. In our culture, beauty is art, truth is science, and goodness is morality. In unserer Gesellschaft ist die Wahrheit die Wissenschaft, das Gute die Ethik und das Schöne die Künste.
All of evolution works through the development of greater unity, greater complexity, and greater consciousness. Also, und das sind drei Faktoren der Evolution. Alles geht hin zu mehr Bewusstsein, zu mehr Komplexität. Within the subjective realm, it's thought, feeling, and will. In der subjektiven Welt ist es der Wille, der Gedanke und das Gefühl. So we have what's called intersubjective. In the traditional religions, it's focused primarily on the subjective, the individual. But in this time, it's intersubjective because our minds are united as one species, and we have to realize ourselves now as one species in this next stage of development. In den traditionellen religiösen Disziplinen fokussieren wir uns hauptsächlich auf das Individuum. Dieses hier kann man intersubjektiv nennen, wir als Gruppe. Ken Wilber realized that in language, the pronouns of first, second, third pronoun, I, you, he, she, it, and we, are built into the fabric of reality, and there are different perspectives on any situation or problem. Ken Wilber hat erkannt, dass man die Personalpronomen anwenden kann. You got it? Ja. In das Gewebe der Realität. You can map anything in reality according to the quadrants. Also man kann da eine entsprechende Landkarte schaffen in solchen Quadranten. We have multiple intelligence, that's in the upper left quadrant of the individual subjective reality. Wir haben verschiedene sogenannte Entwicklungslinien, die finden wir in dem oberen linken Quadranten. That can help you understand why people who are great in one area, whether it's art or music or even spirituality, can fail in certain other areas because they haven't addressed certain areas of their intelligence. Sowas kann uns auch helfen zu verstehen, warum bestimmte Menschen, die zum Beispiel in einem bestimmten Feld, musikalisch, künstlerisch, selbst spirituell, auf einem anderen Gebiet viel Leistung begehen können. Here's the map where Ken Wilber starts putting it all together. Hier kommt das alles mal zusammen, eine große Landkarte. This is for the seminar. Das ist fürs Seminar. And the last is, I just remember that when we took this space, when we went in the Apollo, and the astronauts for the first time saw the Earth from a distance, it's just like for the first time the Earth went out and viewed itself from a distance. And that really opened up a whole new era. Und die Astronauten der Apollo-Mission, die waren die Ersten, die die Welt als erstes einmal von außen gesehen haben. Für viele, und nicht nur für diese Astronauten, hat es eine ganz andere Art Weltsicht eröffnet. So this always brings up a lot of questions. It's like opening Pandora's box. So that's for the seminar. So, das bringt für wirklich viele Fragen auf, wie so eine Büchse der Pandora, die geöffnet wird, aber das lassen wir für dieses Seminar übrig.